Bei der Zirkularatmung gibt es verschiedene Stationen, bei denen es zu einem Tonabbruch kommen kann. Wenn man diesen Ablauf einmal durchgeht, also wir haben dieses zwischenspeichernde Luft eben in unserer Mundhöhle. Wir drücken dann die Luft raus, atmen zeitgleich etwas versetzt mit der Nase nach und schalten eben dann wieder auf Lungenbetrieb um. Und du merkst schon, immer wenn dieser eine Punkt mit dem nächsten in Verbindung gerät, kann es eben dazu kommen, dass der Ton abbricht, beziehungsweise während wir einen dieser Punkte machen, dass zum Beispiel die Intonation abfällt. Wichtig ist es jetzt, dass wir im Vorfeld überlegen, was muss ich denn machen, damit eben genau das nicht passiert. Nehmen wir erstmal den leichtesten Punkt, nämlich den Intonationsabfall. Wenn wir jetzt rauspusten, hat unsere Luft eine gewisse Geschwindigkeit. Sobald ich aber dann den Lungenbetrieb einstelle und über die Mundhöhle Luft hinausdrücke, ist diese meistens etwas langsamer. Dann kommt es natürlich zum Intonationsabfall und sobald ich dann wieder auf Lungenbetrieb umschalte, geht es wieder nach oben. Also hier ist schon der erste Punkt. Achte darauf, sobald du Luft aus deiner Mundhöhle in die Trompete drückst, dass das schnell passiert. Genauso schnell ist natürlich dann dementsprechend das Nachatmen über die Nase. Ganz wichtig. So, und jetzt ist eben dann der Punkt erreicht, wo wir umschalten von Mundhöhle nach außen drücken auf wieder Lungenbetrieb. Und da ist es wichtig, dass das auch dementsprechend bewusst passiert, dass es nicht ein Glückszufall sozusagen ist, sondern dass du wirklich denkst, okay, ich drücke raus, atme nach, schalte um. Drücke raus, atme nach, schalte um. Wir machen mal die ersten Schritte. Erstmal zwischenspeichern in der Mundhöhle, dann nachatmen eben über die Nase, während ich Luft aus der Mundhöhle nach außen drücke und danach wieder das Öffnen des Halses, damit eben Luft wieder aus der Lunge ins Instrument strömen kann. Kurzum, Zirkularatmung. Wir starten auf G1. Los geht's. Nicht zu viel einatmen, sonst dauert es ewig, bis wir wieder nachatmen. Los geht's. Auch bei der Zirkularatmung ist es natürlich so, dass wir nicht nur einatmen können, sondern auch ausatmen können. Und auch hier müssen wir aufpassen, dass das eben absolut bewusst passiert und vor allem auch schnell passiert. Los geht's. Viel einatmen, damit wir eben auch entsprechend ausatmen können. Und so kannst du trainieren, dass du die Zirkularatmung auch bruchlos und ohne großen Intonationsabfall spielen bzw. üben kannst. Wichtig ist auch, denk immer dran, der Klang verändert sich natürlich etwas. Wir haben hier das Problem, dass wir eben diese einzelnen Punkte abschalten, umschalten und so weiter und so fort. Und da kann es immer zu einem Klang, zu einer Klangveränderung kommen. Aber umso öfter du die Zirkularatmung trainierst, umso bewusster du hinhörst und die einzelnen Schritte ablaufen lässt, umso besser wirst du werden und du wirst bemerken, du kannst es auf einer Linie, auf einer Spur durchspielen, ohne dass man großartig merkt, jetzt wurde nachgeatmet, jetzt wurde Luft abgelassen, etc. pp. Ich wünsche dir bei dem Training viel Erfolg und lass am Ende von dem Video gerne ein Like und Abo da. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.